Gute Basti, geil, dass ihr heute mit Fußball 2000 am Start seid, hier bei uns im Massiv Zentral im Vogel-Strauß Concept Store. Besser kann es gar nicht sein. Besser kann es nicht sein. Die Eintracht hat es gezogen. Die Eintracht hat es tatsächlich gezogen. Ja, ich bin fix und fertig. Das war ein wildes Wochenende. Aber Flo, super, dass wir hier sind, weil dann kann ich mir gleich schon mal irgendwie mal ein paar Reisutensilien besorgen für die anstehenden mindestens 4 Auswärtsspiele in der Champions League. Ich kann es immer noch nicht glauben, meine lieben Freunde. Schreibt ihr schon mal Kommentare, lasst Likes, dann habt ihr das auch hinter euch. Meine Stimme ist ein bisschen am Arsch, aber mein Gott, Leute, was war das für ein Samstag? Es werden mehr als 4 Spiele. Pampa. Fußball 2000, wir sind wieder da und boy, oh boy, liebe Leute, ich muss erst mal sagen, es wird Zeit zu klatschen. Ich erhebe mich sogar, ja, Zeit zu klatschen für diese Eintracht. Das muss man, ja, auf jeden Fall. Keine Klatschpappe, sondern ein echtes Klatschen für die Eintracht, für die Frankfurter Eintracht, denn sie hat es geschafft. Letzte Woche, hier wurde viel Skeptisches geredet. Es gab viele Leute, die es nicht so gesehen haben, als würde es die Möglichkeit geben, dass die Eintracht wirklich nochmal den dritten Matchball zieht. Aber sie hat es gezogen und lieber Basti, du warst vor Ort und du hast dich ein wenig in Energie gesuhlt und gleichzeitig ziemlich Angst gehabt zwischenzeitlich. Denn das Spiel der Eintracht, naja, es hat dich vor eine wellige Bewegung gezogen. Tatsächlich, also wie die Eintracht in das Spiel gekommen ist, habe ich gedacht, oh je, die Körner sind weg. Ich habe gedacht, am Ende, hinten raus hat die Eintracht die Kraft nicht mehr. Das hat für große Angst gesorgt und das 1-0 hat es auch nicht besser gemacht. Ja. Also, dass du dann da stehst und denkst, jo, ist Freiburg jetzt vielleicht in diesem Game-Modus und zieht jetzt dieses Spiel, weil die ja gerade für so ein Spiel eigentlich die Mittel hätten. Freiburg kann ja gut verteidigen, Freiburg kann über Standards gefährlich werden. Das war ja dann auch das Tor nach dem Einwurf. Und dann habe ich gedacht, boah, das wird jetzt nicht einfacher. Und am Anfang habe ich sehr große Angst gehabt, das muss ich ehrlich sagen. Insbesondere auch, weil Dortmund gleich direkt das 1:0 gemacht haben. Man hat es ja gehört. Du hast, glaube ich, auch im Chat dann mitgelesen und hast da gedacht, ja, das läuft jetzt alles gar nicht in die richtige und rote Richtung. Karte, Kiel noch. Nach 7 Minuten war das Ding ja durch. Das ist genau durch. Wusstest du musst es selber regeln. Ja, aber was im Endeffekt vielleicht auch ganz gut ist, dass die Eintracht jetzt mal wirklich wusste, sie müssen es selber regeln. Und dann muss man aber auch sagen, die Eintracht hat nach dem 1:0, nach dem Gegentreffer, ja jetzt nicht komplett den Faden verloren, lieber Christopher, weil es war tatsächlich so, dass sie aufgezogen haben und gemerkt haben, okay, sie müssen jetzt ran. Das war der Wake-up-Call und diesmal nicht für den Gegner, sondern für die Eintracht. Also das war ja danach ein ganz anderes Spiel von der Eintracht. Kam ja dann die Riesenchance von Hecki und JB, der leider noch mal einen Dortmund-Moment hat und das Ding Field Goal-mäßig drüber gesenzt hat. Dann nochmal Ekitike mit seiner Einzelaktion und dann kam halt dieses 1:1 von Ansgar Knauf zu einem Zeitpunkt, der halt auch den Gegner die ganze Druck auf den Gegner geschoben hat. Weil du selbst bist nie aus den Top 4 gerutscht. Und Freiburg ist schon in die zweite Halbzeit gegangen mit der Nachricht, Dortmund hat das 2:0 gemacht, weil ja der Anpfiff verzögert wurde. Ja. Und diese Last konnten die Freiburger das ganze Spiel über, hatte man das Gefühl, dann auch nicht mehr von sich wegschütteln. Ich finde sogar, Christopher, du hast die Last schon früher gemerkt. In dem Moment, wo Freiburg 1:0 in Führung ging. Und da siehst du mal, wie viel Kopfsache Fußball jedes Mal ist. Ja. Du hast es in den letzten 2 Wochen bei der Eintracht gesehen, da lief zweimal das Spiel für dich. Und der Kopf geht an. Jetzt war es genau umgekehrt. Das Ding läuft komplett in Freiburger Richtung. Ja. Und mit der Führung geht bei denen der Kopf an. Plötzlich hat Freiburg was zu verlieren und die Eintracht kann nur noch gewinnen. Und das verändert alles. Das verändert alles. Und es war tatsächlich auch so, dass wir es, glaube ich, auch ein bisschen ignoriert haben in den Wochen zuvor, dass Freiburg auch destined to fail ist. Tatsächlich, auch letztes Jahr, auch aus dem Europacup geflogen, ja, weil sie es auch versemmelt haben. Das heißt, die Nerven, deswegen, das konnte man auch mal in die Richtung schieben. Und es hat genau das bewiesen. Und es war auch so, Julian Schuster hat ja auch wortreich gesagt, naja, vielleicht könnte man da schon irgendwie die Champions League einziehen. Der Druck war tatsächlich da. Und nach dem 1:0 hast du genau das gemerkt, was du gesagt hast. Und dann war es plötzlich ganz anders. Aber das 1:1, was du ansprichst, das muss man natürlich auch mal, das kann man nicht herausragend genug herausheben. Weil, liebe Leute, es ist oftmals so, es wird die ganze Zeit über andere Spieler gesprochen. Wer kommt, wer geht, wer bleibt. Wer bleibt? Ansgar Knauf. Und wer mit einem solch wichtigen Moment ein solch wichtiges Tor macht, mit dieser Leichtigkeit, der zeigt auch, dass er mit dem Kopf klar ist und das Herz, das Eintracht-Herz in der Brust trägt und gleichzeitig aber auch dem Gegner zeigt, naja, wenn wir wollen, dann geht das schon. Weil dieses Tor, lieber Basti, das war herausragend. Ich will es im Städel sehen, liebe Leute. Tatsächlich war das ein überragendes Tor und ich glaube, die Wichtigkeit kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Dass dieses Tor in dieser Gemengelage dann so fällt, kurz vor der Halbzeit, du hast angesprochen, dann hat Freiburg den Ausgleich kassiert, plus Dortmund macht das 2:0. Und dieses Tor ist eines der wichtigsten Tore in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt. Ja. Von einem der wichtigsten Spieler. Er ist scheinbar der Mann für die großen Momente. So, ich will auch gar nicht leugnen, dass ich auch an gewissen Stellen in der Saison manchmal denke, boah, Digga, und wenn er dann quasi aufs Tor läuft und dann irgendwie, keine Ahnung,
aufgrund seiner technischen Mängel irgendwie einen verdattelt. Aber dieser Spieler ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Und es hat einen Grund, warum der Stammspieler ist. Und es hat einen Grund, warum er dann diese Tore macht. Und dieses Tor macht der Weltklasse. Ja. Natürlich, Lienhardt, sucht wahrscheinlich immer noch das Luftloch, in dem er da unterwegs war. Er hat einen speziellen Drive gehabt, der Ball. Einen speziellen Drive, aber der Ball auch so einen fiesen Spin hat. Ja, genau. Dieser Ball, das wollte ich gerade sagen. Das sieht im Endeffekt dann aus wie ein Riesenfehler, aber das ist halt noch geiler Effekt, den dieser Ball hat. Ja. Und den musst du dann auch erstmal so reinchippen. Ja. Das wollte ich gerade noch sagen. Also so das Ding, nach so einer Aktion noch reinzuchippen und nochmal zu Knauf, der hat jetzt schon wieder 10 Scorer gemacht diese Saison. Und in keinem der Spiele, die waren auf 9 Spiele verteilt, hat die Eintracht das Spiel verloren, sondern auch, glaube ich, 7 oder 6 Mal gewonnen. Also wenn Knauf trifft, wird es wichtig. Und er ist jetzt am Ende gegen Leipzig Schlüsselspieler gewesen und diesmal auch wieder. Und da muss man einfach sagen, was man an Knauf hat, hat man gesehen, als er die 2-3 Wochen verletzt gefehlt hat. Und für Dino Topmöller wird Ansgar Knauf auch nächstes Jahr ein ganz wichtiger Mann bleiben. Er wird auf jeden Fall ein wichtiger Mann bleiben, aber für mich ist es tatsächlich wichtig, dass jeder das mal checkt, wie wichtig dieser Spieler ist. Weil es ist tatsächlich, es wird so viel über neue Spieler gesprochen. Seid mal froh mit dem, was ihr habt. Und das, was ihr habt, ist fucking Ansgar Knauf, der mit einer herausragenden Leistung dazu geführt hat, dass die Frankfurter Eintracht hier 1:1 gespielt hat. Aber du hast über Mentalität gesprochen. Da waren natürlich dann noch andere Mentalitätsspieler dabei, denn das 1:1 zum absolut richtigen Zeitpunkt vor der Pause hast du gezeigt, okay, jetzt geht's rund. Jetzt sind die ins Denken gekommen. Wechsel und dann mit der Zeit die Eintracht für immer besser im Ball. Man muss aber auch sagen, man darf es nicht ignorieren, dass auch Freiburg der Eintracht nicht leicht gemacht hat, zumindest Atobolo, der einen herausragend guten Tag hatte. Aber selbst das hat nicht für die Freiburger gereicht. Ja, das Entscheidende war, glaube ich, schon vor dem Ausgleich die Reaktion. Also, dass du mit dem Rückstand angefangen hast, an dich zu glauben. Ich habe es ja gesagt, so kurios das eigentlich ist, diese 2 Top-Chancen schon, diese Doppelchance von Hecki und Scheibi und auch das Ding, wo Hecki, als wäre es das Leichteste der Welt, mit so einem Übersteiger an Matze Ginter vorbeigeht. Überragende Aktion wieder. Also, da kann ich jetzt schon anfangen zu heulen, wenn ich daran denke, dass der vielleicht irgendwie, dass wir das nicht mehr so häufig sehen bei uns. Aber es ist wirklich diese Reaktion der Mannschaft, das war das Entscheidende. In solchen Momenten, Crunch-Time, wir haben immer gesagt, irgendwie teilweise auch zu Recht, wir zweifeln an dieser Endspielmentalität, an dieser Fähigkeit, in großen Momenten dann auch wirklich große Leistungen auszupacken. Jetzt am Samstag hat die Mannschaft bewiesen, dass sie das kann, mit dem größtmöglichen Druck, mit dem absolut negativen möglichen Turn auf Events in diesem Spiel, dass alles erstmal gegen dich läuft, 20 Minuten lang. Ja. Und dann da so rauszukommen, das so zu zeigen und eben nicht zusammenzufallen, sondern den hier zu machen, die Brust raus, zu strecken und einfach da Vollgas zu geben. Thunmann freut sich. Das ist wirklich, das war die entscheidende Reaktion in diesem Spiel, was in den Minuten nach dem Rückstand passiert ist. Und das ist total, genau, du hast vollkommen recht. Und dann kommen wir aber in die zweite Halbzeit und sehen, dass die Eintracht weiter dabei ist, die Chancen zu erarbeiten. Und dann hast du wieder einen Mentalitätsspieler, der das ja auch gezeigt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat ja früh die gelbe Karte bekommen, ja, der Herr Christensen. Und da habe ich ganz ehrlich, ich habe mit einigen Leuten im Ödi-Kiosk geguckt, ich habe gedacht, scheiße, der muss eigentlich raus. Ich habe Angst, dass der gelb-rot hat. Ne? Das kann wirklich, ich habe echt Angst gehabt, scheiße, dann nimm den lieber raus, bevor der gelb-rot bekommt, weil mit 10 Mann wird es dann echt schwierig. Ja, aber er hat mich natürlich eines Besseren belehrt und hat dann seine Mentalität ausgepackt. Super, dass er nicht ausgewechselt wurde. Und dann macht er ein Tor, das macht er jetzt auch nicht jeden Tag, aber er wird zum absoluten Scorer, der Christensen. Wahnsinn, allgemein das Spiel von ihm. Ich glaube, er ist auch vom Kicker zum Spieler des Spieltags allgemein gewählt worden und absolut zu Recht. Ja. Aufgrund der Vorlage. Weil der Gegner aufgefressen hat wahrscheinlich. Ja, aufgrund der Vorlage, aufgrund der Tore. Ich meine, es gibt dieses ikonische Bild, wo er da so kniet, Alter. Wo du das Gefühl hast, der platzt gleich vor Power. Ja. Das hast du auch in diesem Spiel gemerkt. Und so ein bisschen ist er symbolisch dafür, dass die Eintracht sich auch gegen dieses Schicksal gewehrt hat. Ja. Weil stell dir vor, du erreichst die Champions League nicht, weil du dir 2 Einwurfmurmeln fängst. In Mainz und gegen Freiburg. Richtig, ja. Einfach zu sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Ja. Wir akzeptieren nicht, dass wir so 2 Murmeltore von Burkhardt und Doan, auch noch 2 Spieler, an denen du interessiert bist, so zwei Einwurfmurmeln, die Champions League nehmen lässt. Und er war symbolisch dafür, sich dagegen zu wehren. Weil dieses Tor ist auch ein Ausdruck absoluten Willens. Ja. Dieses Tor machst du eigentlich so nicht. Von 99 Schüssen, es gibt nur diesen einen einzigen Windkanal, in dem dieser Ball den Ball ins Tor findet. Weil du hast vorhin gesagt, Atobolo hat ein Riesenspiel gemacht. Ja. Der kann nur in diesem Winkel, auf diese überlegte Art und Weise so reingehen. Und dieser Moment, als der Ball an den Innenpfosten geht, und man plötzlich im Tor war. Und das war das einzige von unseren Toren, wo du dir sicher sein konntest, da greift jetzt kein VAR mehr ein. Oh Gott, beim Knauf-Tor habe ich gedacht, hat Knauf den vielleicht gezogen, weil er so diesen das Schritt war macht? aus eurer Sicht natürlich schwer zu also sehen. Hinten, ich habe es nicht gesehen, dann dachte ich so, pfeift das ab, erstmal nicht gejubelt. Beim 3-1 komme ich später zu. Ist es ja auch, da war ja auch viel Kuddelmuddel, wo du dachtest, war da jetzt noch irgendwas mit ewig. Bei dem Tor, das war ein Vintage vor
Echtzeit-VAR-Tor. Und du wusstest, der Ball geht jetzt rein. Alter, und diese Eruption in diesem Block, komplett wahnsinnig. Ich lag irgendwo auf dem Boden, alle Leute haben Bierbecher im Nacken gehabt und bla bla. Also dann das Gefühl hattest, okay, ich meine, unentschieden hätte ja schon gereicht. Und jetzt führst du hier gegen diese Freiburger, die mit zunehmender Spieldauer immer unsicherer wurden. Das Publikum auch komplett aus dem Spiel genommen. Da kam kein Aufbäumen von den Freiburg-Fans. Und deswegen dieses Tor absolut symbolisch auch. Es ist so spannend, weil es ein bisschen aber sinnbildlich dafür ist, weil wir haben es ja tatsächlich komplett schwer getan beim letzten Heimspiel, wo es ja dann auch ruhiger war, wo du auch gesagt hast, ne? Da war dann auch die Motivation ein bisschen weg. Ja, und jetzt ein bisschen Angst. So. Ein bisschen Angst natürlich auch. Liebe Leute, schreibt jemand in die Kommentare, was ihr nach dem 2-1 gedacht habt, was bei euch da vorgegangen ist. Aber Christopher, was ist bei dir da vorgegangen? Das war schon ein krasser Moment, muss man einfach sagen. Also nochmal dieses ganze Tor, das geht ja los mit dieser Balleroberung. Ja. Dann Ekitike, der sich da ja einfach nicht fallen lässt. Ja. Die haben den ja bearbeitet. Da hat man auch mal gesehen, dass dieser Junge echt ein Powertier ist. Dass der Bock hat, dass der wirklich aufs Tor gehen wollte. Und dieses Tor, das war irgendwie so ein Sinnbild dieser ganzen Saison. Dieser Mannschaft, die irgendwie, wie du schon richtig gesagt hast, die steht seit Spieltag 9 in diesen Top 4. Eigentlich dauerhaft auf Platz 3. Und die dieses Ding verteidigen wollte. Und das alles hat sich in diesem Tor wiedergespiegelt. Und ich finde, mit diesem Tor, ich will nicht sagen, bei Eintracht hat man immer Angst. Selbst in der 99. Minute, obwohl es noch 3 Tore braucht, zittern neben dir irgendwie die Leute. Gott, hoffentlich gibt es nicht noch das Wort, hallo. Aber dieses Tor war trotzdem eins, wo du gemerkt hast, jetzt zeigt man dem Gegner ganz klar, wer hier auf Platz 3 gehört und wer auf Platz 5 gehört. Weil den Respekt will ich nur kurz. Die Freiburg-Fans schon dann leise, aber was die auch an Energie und auch an Fairness, finde ich, wenn er die Feierlichkeiten danach auch bei denen gesehen hat, reingelegt haben, war großartig. Aber in dem Moment hat, glaube ich, das ganze Stadion gespürt, wer als Sieger diesen Platz verlassen wird. Und warum? Weil wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Wir haben gesagt, du wirst in Freiburg in diesem Endspiel doppelt so viel Resilienz benötigen wie gegen Mainz und Pauli zusammengefühlt. Und genau diese 2 Momente waren das, wo du das so krass gesehen hast. Die Reaktion nach dem Rückstand und dieses 2:1. Ja. Das war genau diese komprimierte Widerstandskraft und dieser unbändige Wille, das Ding jetzt zu ziehen und sich das nicht mehr nehmen zu lassen. Ja. Ja. Das, was sie in den 2 Spielen zuvor nicht hatten, das hatten sie jetzt im 3. und letzten Versuch und endgültig. Und das hatte so eine krasse Symbolkraft, dieses 2:1. Weil, wie du gesagt hast, von der Balleroberung, der jagt den 10, 15 Meter, jagt er diesen Grifo. Der jagt den, einen der ballsichersten Spieler der Bundesliga. Luchst dem den Ball ab, bleibst nicht stehen, gehst mit nach vorne. Hecki, der 3-mal umgerissen wird, trotzdem stehen bleibt. Ja. Und Rasmus, der noch dieses Momentum begreift, nicht gleich abzuschließen, noch den Moment zu warten, bis sich genau der Weg da auftut. Das war in einer Aktion all das, was wir eingefordert hatten, von dem wir gesagt haben, dass wir es brauchen. Und das war genau der Moment, in dem Moment wusste ich, die lassen sich das nicht mehr nehmen. Und es war auch tatsächlich sinnbildlich für das Spiel der Eintracht, wie sie ja komplett dieses Spiel begegnet haben. Weil da waren viele Grätschen, da waren viele Nicklichkeiten, da waren viel, das lasse ich mir jetzt auch hier nicht bieten. Intensität, und das war halt genau der Punkt, dass du gegen den Gegner mit jedem Ball ran bist. Genau das, was wir immer wollen. So genau das, was du an diesem Spiel auch brauchst, Basti. Das war das, was wir in der Fleischesslust besprochen hatten, als ich gesagt habe, die Eintracht soll sich ein bisschen was von St. Pauli abschauen. Weil die haben das auch gemacht. Die haben dieses Spiel mit allen Mitteln gezogen. Dann lagen die immer auf dem Boden. Dann bringt dich aus dem Spielfluss und so weiter. Das hat die Eintracht auch gemacht. Dann ist die Eintracht gefoult worden, dann ist sie halt mal eine Minute länger liegen geblieben. Und einfach da kam der Wadenkrampf. Ja, genau. Ist auch Nein, um einfach so ein bisschen diese Dynamik zu stoppen, die sich dann vielleicht an einer oder anderen Stelle entwickelt hat. Und die Eintracht hat an gewissen Stellen auch einfach dreckig gespielt. Und das hat es absolut benötigt. Zu sagen, du fährst dahin, das muss nicht immer die feine Klinge sein, sondern du machst auch mal einen Zweikämpfen, machst du mal mehr draus, als vielleicht hergibt und so weiter. Und genau das ist ja passiert. Dass die Eintracht genau diese Zweikämpfe angenommen hat, dass sie auch für sich ausgenutzt hat, dass sie den Gegner auch abgefuckt hat. So, Freiburg ist irgendwann völlig entnervt gewesen. Ich finde, dass du das gesehen hast, wenn die sich angeguckt haben, wenn sie den Ball hatten, dass sie denken, boah, Alter, keine Ahnung, irgendwie funktioniert es nicht mehr so wie in den ersten 20 Minuten. Dazu hat die Eintracht den Teil beigetragen, jeder Spieler, der auf diesem Platz stand. Weil wir hatten es in der Reaction ja gesagt, klar musst du über Knauf sprechen, über Christensen, aber eigentlich hat man, das ist auch oft in der Saison, eigentlich hast du oft ein schlechtes Gewissen, weil du dann denkst, okay, wenn ich den jetzt erwähne, dann muss ich auch Theater erwähnen. Wenn ich den erwähne, dann muss ich auch den erwähnen. Also du hast diese ganze Mannschaft und auch Trainer tatsächlich mit im Boot, den Trainer, weil im Endeffekt ist es das, was ein Trainer machen kann, und das ist in der Halbzeit aufgreifen, was sich andeutet. Und zu sagen, ey, wir ziehen das jetzt durch. Und im Endeffekt hat der Trainer auch seinen Anteil dazu beigetragen, zu sagen, in der Halbzeit zu sagen, Leute, wir lassen uns das nämlich nicht mehr nehmen. Wir lassen uns nicht mehr nehmen, was wir uns verdient haben über die Saison. Auch wenn wir uns schon wieder so eine Mummel gefangen haben, auch wenn in den Zweikämpfen nervig sind, auch wenn die nach Standardsituationen gefährlich sind und so weiter. Bei jedem Eckball habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt. So, aber in der Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass da Sachen passiert sind,
die am Ende dafür verantwortlich waren, dass es hinten raus so passiert ist, wie es passiert ist. Weil auch das dritte Tor, jetzt nicht ganz so sehr wie das Christensen-Tor, aber auch das nicht aufgeben. Vorher hast du schon eigentlich, war die Chance schon weg und so weiter und so fort. Und dann murmeln die dieses Ding da rein. Dieser Moment ist mir ein bisschen abhanden gekommen, weil ich mir safe sicher war, dass das zurückgenommen wird. So, alle um mich herum haben schon gejubelt, aber ich konnte dann zumindest verspätet, weil dann, muss ich sagen, dann habe auch ich mich getraut, dran zu glauben, zu sagen, okay, da müsste jetzt schon viel passieren, dass hier noch 3 Buden fallen. Du hast jetzt 4 unterschiedliche Aspekte angesprochen, über die wir alle noch vielleicht im Einzelnen sprechen. Natürlich werden wir noch über den Trainer sprechen. Jetzt hast du das 3-1 angesprochen. Ich glaube, das war dann tatsächlich der finale Moment. Und es ist aber auch, dass wir jetzt über das 3-1 sprechen, aber nicht über diese brenzliche Elfmeterszene, die ganz knapp dann doch kein Elfmeter war. Ja? Wo wir dann auch gedacht haben, wir haben es eben noch mal in den Highlights beleuchtet, wo wir gedacht haben, das wird aber ein Elfmeter gewesen sein. Aber dann siehst du, nein, das war ganz kurz abseits. Aber dass wir jetzt so relaxed drüber sprechen, hängt auch damit zusammen, weil die Eintracht auch da gesagt hat, ey, weiter, es geht immer weiter. Und die Eintracht hat selbst nach dem 3-1 sicher noch Chancen etabliert. Also da muss ich sagen, dass die Eintracht nach dem 2-1 eigentlich so dominant war, dass man auch gedacht hat, bei Freiburg kommt nicht mehr viel zusammen. Ja, Modus halt. Ne? Ja. Modus. Sie waren dann wirklich in dem Modus, den Basti seit Wochen eingefordert hat. Und ich bin das auch gerade noch mal gedanklich so durchgegangen. Ne? Wenn du siehst, was Nene Brown, der vor einem Jahr in der 2. Liga gekickt hat, da an abartiger Energie auf diesem Platz gelassen hat. Ja? Auch an dieser Mentalität, dieses Ding auf jeden Fall zu ziehen. Ja. Was auch Kevin Trapp nach diesen unglaublich schwierigen Wochen für ihn, dieser Mannschaft wieder gegeben hat. Was selbst ein Robin Koch, Gerüchte hin, Gerüchte her, am Samstag, der hat kein Kopfballduell verloren, hat auch sonst alles weggeräumt. Ein Skiri, der wieder unfassbare Meter macht mit bandagiertem Knie, dann da bis zum Ende irgendwie getroffen hat. Über Umwege. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob das lieber ein Tor von Skiri war oder vom Gegner. Wir wissen es nicht so genau. Ja? Also du kannst die alle da einzeln rauspicken. Ne? Es ist schon krass, aber auch am Ende, wie du gemerkt hast, wie diese Freiburger irgendwann dann wussten, hier geht heute nichts mehr. Ja. Die Frankfurter sind zu gut, die Frankfurter sind zu stabil. Gegen diese Mannschaft geht heute hier für uns einfach nichts. Und dass die das akzeptieren mussten, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, dass die Eintracht nach dieser Woche, die für, glaube ich, alle schwierig war. Du hast mir vorher gesagt, das war eine Hochbelastungswoche. Jeder, der im Umfeld der Eintracht war, wusste, es war eine Hochbelastungswoche. Ganz ehrlich, du hast alles gehört. Du hast eben die Gerüchte angesprochen. Natürlich kam ganz zufällig vor dem wichtigsten Spiel natürlich Gerüchte, wer geht da wohin, wo geht der Trainer hin, wo geht der Spieler hin, der XY. Und dann noch, es ist ganz klar gewesen, dass natürlich sowohl der BVB als auch Leverkusen kein Interesse hatte, dass in die Falance der Großen auch die Frankfurter Eintracht mit reinkommt. Und die Eintracht hat sich dagegen durchgesetzt mit einer Willensleistung, mit einer herausragenden Leistung, wo ich nur sagen kann, lieber Christopher, da muss man anerkennend den Kopf schütteln. Oder nicken. Den Hut ziehen, oder? Ja, alle Hüte. Schreibt in die Kommentare, was euch lieber ist. Ja? Aber was dann auch, dieser Druck, diese Anspannung. Ich glaube, es war dann ja zu sehen, wie Markus Krösch und Axel Hellmann nach dem 1:0 wurden die ja von den Kameras eingefangen. Ja. So zusammengekauert. Ja. Habe ich Markus Krösch in diesen 4 Jahren noch nicht da sitzen sehen. Und er kam danach in die Mixzone. Ich hatte ihn mal gefragt, wie geht's dir denn, Markus? Und er hat einfach nur gesagt, ehrlicherweise, ich bin kaputt. Die Anspannung bei ihm, und das hat er gesagt, war so groß wie vor dem EL-Finale. Ja. Also nur mal die Dimension dessen, weil ja dann am Mittwoch ja auch Axel Hellmann rauskam und sagt, Wagenburg-Mentalität gegründet und gesagt hat, ja, und das ist jetzt ein Endspiel für uns, aber alles scheiß drauf und so und 5. Platz trotzdem, am Ende werden wir moderiert bekommen, aber du hast an den Bildern gesehen und an dem ganzen Jubel danach, auch was auf dem Feld los war, diese ganze Symbiose. Der ganze Verein in diesem Stadion hat gefeiert. Da waren ja auf einmal alle mit auf dem Feld, diese Erleichterung. Da wusstest du, was für ein Druck und Dampf auf diesem Kessel war. Ja, und im Endeffekt muss man ja sagen, hatten alle recht und alle haben auch alles richtig gemacht. Also auch wir hatten natürlich recht mit dem, dass wir gesagt haben, da ist so krass Druck drauf. Ja. Und natürlich wurde der und musste der auch öffentlich von der Eintracht mit dieser Wagenburg-Mentalität versucht werden, runterzuspielen, sich einzuigeln, zu sagen, ihr da draußen seid alles unsere Feinde jetzt. Wir regeln das selbst. Genau. Aber das Narrativ ist doch auch wichtig, dass es geändert wurde. Natürlich. Und deswegen sage ich ja, es hatte jeder am Ende recht. Natürlich war da so massiv Druck drauf, wie seit dem Europa-League-Finale nicht mehr. Ja? Und natürlich war es von der Eintracht richtig, zu sagen, das da draußen, die sind alle gegen uns. Nur wir müssen das jetzt regeln. Alles richtig gemacht. Aber du hast gesagt, auch nach Schlusspfiff, wir waren ja beide da, was auch unten in dieser Mixer und dieser Interviewzone los war. Teile Markus. Aber auch Teile des Trainerteams, die im Prinzip
Journalisten sagen wollten, dass sie alle keine Ahnung haben, weil wir gesagt haben, dass da ein großes Zittern. Genau. Und natürlich haben die gezittert. Und ganz ehrlich, es ist doch auch normal. Ja. Es ist doch menschlich. Es wäre uns allen noch auch so gegangen. Aber dass das jetzt alles so dieses Happy End bekommen hat und diese kollektive, diese maximale Erleichterung, die du allen angesehen hast, vom Busfahrer bis zum Cheftrainer, was da für Emotionen freigesetzt wurden. Ja. Dieser Moment, dieser historische Moment für die Eintracht, dass du es erstmals über die Liga geschafft hast, dich für die Königsklasse zu qualifizieren, was der freigesetzt hat in diesem Moment, das war so beeindruckend, das zu sehen. Es ist krass und es ist insofern auch krass, weil du es geschafft hast, den Doppel-Cash-Out zu ziehen. Also ganz ehrlich, und wir waren skeptisch und das ist auch völlig in Ordnung so, als Omar Mamouche gegangen ist, der immer noch in den Top-Scorern der Bundesliga verewigt ist, was schon eine deutliche Sprache spricht. Dass die Eintracht es geschafft hat, so viel Geld für ihn zu erlösen und trotzdem noch in die Champions League einzuziehen. Und warum in die Champions League einzuziehen? Weil aber auch die Spieler in der wichtigen Situation an sich geglaubt haben. Weil aber auch, und du hast eben Dino Topmöller angesprochen, der alles richtig gemacht hat. Das ist immer so. Und ich weiß, ich lese natürlich jeden einzelnen Kommentar bei uns bei Fußball 2000 bei YouTube. Ja, da sind sehr, sehr viele, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, die dann Dino Topmöller kritisiert haben. Es ist aber immer so, dass man immer das will, was man gerade nicht hat. Und dann guckt man auf Glasner, der übrigens Gratulation zu diesem Pokal herausragend. Ja, und es zeigt sich übrigens, dass die Eintracht immer so ein bisschen besser in der Balance der Trainer greift. Weil, wenn du überlegst, ich meine, du hast Funke vorhin angesprochen, das stimmt auch. Ja? Auch Glückwunsch. Auch Glückwunsch, ja, in die erste Liga aufgestiegen. Adi Hütter, Champions League. Glückwunsch. Und Nico Kovac. Und das ist übrigens auch Champions League. Glückwunsch. Ja, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil im Gegenzug zu Freiburg, wo ich mir schon gedacht habe, die sind schon öfter gescheitert, hast du halt mit Nico Kovac ein Motivationsmonster gehabt, wo du genau wusstest, der BVB lässt sich das nämlich jetzt wirklich nicht mehr mitnehmen mit Nico Kovac. Aber wir haben es uns auch nicht nehmen lassen. Und das hängt auch zum großen Teil wirklich an Dino Topmöller, der es geschafft hat, die Motivation der Mannschaft so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass das für ihn als Trainer, unabhängig von Eintracht, auch ein unglaublich wichtiges Spiel persönlich war. Dass er das Zutrauen in sich selber gewinnen kann, okay, wenn es drauf ankommt, bin ich da und kann das, was ich mir auch verdient habe. Ja. Und der Champions League-Einzug der Eintracht ist absolut verdient. Ja. Das ist jetzt keine Sensation, wo du in einem Rausch warst und nicht weißt, wie du da gelandet bist, sondern das ist weg von der Überraschungsmannschaft. Und das ist, finde ich, eine krasse Aussage, dass du als Eintracht Frankfurt natürlich mal so eine Saison spielen kannst, die in irgendeiner Art und Weise dann Freekick ist. Das gibt es ja oft, was manchmal Augsburg im Europapokal, Mainz hat es auch schon mal geschafft. Die Eintracht hat es ja damals auch schon mal geschafft. Das war aber was anderes. Das ist einfach so, die Eintracht hat die Qualität, die sie hatte, auf den Platz gebracht, hat Qualität durch Mamouche verloren und ist trotzdem absolut verdient in einem normalen Modus, in keinem Freak-Modus in die Champions League eingezogen. Und das ist ein Ausrufezeichen, dass die Eintracht das so geschafft hat, gegen all diese Widerstände. Und nochmal, was du gerade gesagt hast, dass die Eintracht diesen Doppel-Cash-Out gemacht hat mit Omar Mamouche, ist ein absolutes Risiko gewesen. Völlig. Ich war zitterig. Mamouche ist immer noch derjenige, der am meisten in die 11 des Tages berufen wurde, obwohl er die halbe Saison gar nicht gespielt hat. Obwohl er die halbe Saison gar nicht gespielt hat. Ein Halbjahr von dem einfach, was ein Halbjahr. Wahnsinnig. Und auch Mamouche, vielen Dank an ihn. Ich meine, der hat auch einen riesen Anteil daran, dass die Eintracht in die Champions League eingezogen ist. Ja. Und die Eintracht hat das gezogen und Dino Topmöller ist Teil davon. Und im Endeffekt kann er sich das auch ins Buch schreiben, dass er es geschafft hat, nicht nervös zu werden. Dass all das, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er ein ruhiger Leader sein will, dass die Mannschaft diese Ruhe braucht. In dem Moment habe ich das nicht gefühlt. Ich habe das nicht gefühlt. Aber im Endeffekt hat er das jetzt ja untermauert, weil er es geliefert hat. Und das ist ja das Ding. Ich meine, wir können im Fußball immer so viel reingeistern und dann hier und hätte, wäre, wenn. Am Ende hat er es jetzt geliefert. Und das macht auch was mit seinem Aura-Level. Das macht mit seinem Aura-Level was, und Christopher wollte noch was dazu sagen. Du sagst schon was Richtiges. Es war jetzt irgendwie nicht die Sensation, die vom Himmel gefallen ist. Aber, das sagt Axel Hellmann schon richtig, es war gemessen an dem, was man am Saisonbeginn sozusagen auf den Tisch geworfen hat an Karten, ist es schon eine Overperformance, dass die Eintracht Dritter ist. Ich finde, das muss man nochmal in den Kontext setzen. Dortmund hinter sich gelassen. 5 Punkte sind jetzt am Ende auch auf den 5. gewesen, oder? In der Endabrechnung. Sieht relativ klar aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte Leipzig hinter einem gelegen sind. Stuttgart schon frühzeitig distanziert. Stuttgart. Also es war sozusagen dann, es ist ein verdienter Einzug, weil sich die Eintracht das auch, wenn dann X-Goals, X-Points, alles sieht, völlig verdient. Sie wäre sogar vor Leverkusen. Auch kein großer Abfall in der Rückrunde, muss man auch sagen. Auch ganz wichtig, nur 6 Punkte weniger als in der Hinrunde, also Rückrundentabelle 5. Und trotzdem ist es in sich gesehen, dass das geschafft wurde, eine Overperformance der Eintracht. Und deshalb kann man
wie gesagt, alle imaginären Hüte, die ich habe, nun ziehen. Ja. Und die Bedeutung dieses Sieges, die Dimension wird uns erst noch bewusst in den nächsten Wochen und Monaten. Das glaube ich auch. Das habe ich tatsächlich auch in unserem Chat geschrieben, dass das eine Weile dauern wird, bis wir das alles realisieren. Aber es ist natürlich in der Kürze der Zeit jetzt schon so. Und deswegen tut mir leid, ich muss noch mal ganz kurz auf Dino Topmöller. Ja, weil kurz nach dem Spiel gegen St. Pauli waren schon viele so, scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben ja auch über die Sondermotivation gesprochen. Man muss vielleicht jetzt wirklich, und Hellmann, ehrlich gesagt hat Hellmann genau das gemacht, was wir auch gedacht haben, das passiert. Dass er sich dahingestellt hat, dass er nochmal alle beschworen hat. Ja. Das wird er vielleicht auch intern gemacht haben. Und gleichzeitig ist es so, dass Dino Topmöller am Ende der Saison, muss man auch sagen, so viele Spiele auf ein neues Niveau gebracht hat. Auf ein Niveau, bei dem wir nie gedacht hätten. Wer hätte gedacht, dass Nene Brown vor der Saison so performt? Wer hätte gedacht, dass wir so eine Stabilität, auch dass Ekitike so gut funktioniert? Namdi Collins, Holy Guacamole. Einfach rein in so ein Endspiel und performt einfach grundsolide. Und Wahnsinn. Wenn du mal guckst, wer da alles am Samstag seinen Teil dazu beigetragen hat. Wenn du das vor Saisonbeginn gedacht hättest, dass so Collins, Brown, dass solche Jungs da irgendwie diese elementare Anteile haben, auch dass so ein Knauf sich so entwickelt, nochmal einen Schritt weiter macht. Das ist schon krass. Es war trotz allem auch in dieser Woche wieder ein sehr schmaler Grat. Gegen Tottenham hat diese Verbaloffensive ja nicht so funktioniert. Da hat sie eher zu viel Druck erzeugt bei den Protagonisten. Gut gesagt, das war diesmal jetzt deutlich besser. Und ich glaube, wir sind alle gottfroh, dass das so ausgegangen ist, dass auch diese Vertragsverlängerung so diesen gewünschten Effekt hatte. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn es am Ende Platz 5 geworden wäre, wir hätten es anders aufgenommen, als es die Sportskameraden in Freiburg getan hätten. Weil dieser emotionale Rucksack, den du über den Sommer als Eintracht-Mensch mit dir herumgeschleppt hättest, der wäre schon deutlich anders gewesen. Ja? Und deswegen kann man einfach nur Gott froh sein, dass du am Ende dieses Ende hast an einer Saison, die aber wirklich hochverdient auf Platz 3 endet. Und wir müssen das immer wieder sagen. Also das ist egal wie man es nennt, gefühlt eine kleine deutsche Meisterschaft. Meilenstein, ein Quantensprung, egal was. Aber die Eintracht ist mit dieser Saison angekommen in den absoluten Top-Teams der Fußball-Bundesliga. Das ist der Take, den man da machen muss. Richtig. Und das ist tatsächlich, das kannst du weder in Finanzen noch in sonst was aufwiegen. Das ist auch fürs Image des Vereins, für die Anziehungskraft, für die Strahlkraft, die ja ohnehin schon in den letzten Jahren so brutal nach oben geschossen ist. Gerade auch, völlig egal, auch wenn Hecki diesen Sommer gehen sollte, dann hast du 5 neue Heckis, theoretisch, die sagen, auf Frankfurt hätte ich Bock. Und das ist genau dieses Signal. Das ist so wichtig, dass du das sagst, weil es ist genau der Punkt. Natürlich, wir werden eine Fluktuation haben. Wir werden viel in diesem Sommer auch über Fluktuation sprechen, weil es natürlich Gang der Dinge ist, weil natürlich die Bundesliga auch ein Geschäft ist, wo Spieler gehen und kommen und so weiter und so fort. Aber genau das, diese Anziehungskraft, die ist unweigerlich da, weil wir so viele Beispiele allein aus den letzten 5 Jahren sagen können, ja, der hat sich super entwickelt, der ist für viel Geld gewechselt, der verdient jetzt das Dreifache, der ist jetzt zu einem Top-Club gewechselt. Und warum ist das so? Weil die Eintracht die letzten Jahre in einer herausragenden Art und Weise so konsequent gearbeitet hat. Liebe Leute, als wir 2017, erinnert euch, 2017 noch die von der Klinge gesprungen im Endeffekt, ja, dann 2018 wirklich den DFB-Pokal und wie sich das jetzt entwickelt hat und jetzt auch mit der Manifestation über die Liga auf Platz 3. Wir dürfen auch gar nicht ignorieren, Viertelfinale der Europa League ist tatsächlich auch nicht schlecht. Ja? Das sind alles so kleine Sachen, die wir irgendwie schon als gegeben hinnehmen. Das sind so viele geile Momente und es hat die Eintracht geschafft, sich konsequent über die Liga so zu entwickeln, dass du jetzt eigentlich sagen kannst, das ist der nächste ganz, ganz große Schritt gewesen. Als du das letzte Mal Dritter geworden bist, haben halt einfach Beini, Boa und Okocha bei Eintracht Frankfurt gespielt. Ne? Liebe Leute, diese Dimension musst du dir immer Kennt wieder ihr die vor Augen überhaupt führen. 92, 93. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, habt ihr 92, 93 schon gelebt? Schreibt in die Kommentare, sagt mir bitte. Und ganz ehrlich, Marvin, wo du es gerade gesagt hast, mit Viertelfinale Europa League, wie haarscharf du auch da an diesem Halbfinale gegen Bodo Glimt vorbei ist. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt am Mittwoch noch ein Europa League-Finale. Ich würde das körperlich nicht überstehen. Wobei die Frage natürlich ist, hättest du die Körner dann da verbracht? Ich glaube, also im Großen und Ganzen, okay, glaube ich, muss man das hinnehmen. Und ich möchte, du hast gerade schon 2 super 16er wichtige gegen Punkte. 17er, glaube ich, in der Liga. Ne? Ja, so eine Art Wahnsinn. Du hast 2 wichtige Punkte. Finanziell Renommee. Ich würde gerne noch 2 dazufügen. Klar. Der dritte ist Emotionalität. Dieser emotionale Booster, der diesen Samstag, was da los war, auch mit den Fans, diese Feiereien danach, was in den Netzwerken, was man für Videos bekommen hat, also was das für die ganze Region bedeutet, für ganz Hessen. Und der 4. Punkt, er geht vielleicht bislang völlig unter. Dieser Sieg in der Liga, also dieser 3. Platz, bedeutet, dass der U21-Abstieg, der für den Verein jetzt anders zu moderieren ist, weil du die Youth League hast und damit weiterhin attraktiv bleibst. Das ist gar keine so unwichtige Säule, auf die wir vielleicht auch mal in der Sommerpause kommen können, die man aber mal ansprechen muss. Haben wir ja schon angesprochen. Weil dieser Einzug in die Youth League auch sehr wichtig einfach für die Gesamtgeschichte des Vereines ist. Und deshalb
Was ein Sieg und ich merke jetzt immer noch, dass ich weiß nicht, die Steine purzeln immer noch und ich glaube, das wird den Verantwortlichen nicht anders gehen. Das wird nicht anders gehen, aber ich finde es total wichtig und gut, dass du es nochmal angesprochen hast mit der Youth League. Wir haben nämlich in der Vorbereitung auch zu den nächsten Wochen, keine Angst, liebe Leute, wir sind nämlich im Sommer weiterhin da. Wir werden auf jeden Fall viel über die Eintracht zu sprechen haben, aber es war so wichtig, weil wir natürlich den Abstieg gesehen haben und das war frustrierend. Und dass du jetzt aber, du hast es ja auch moderiert, du hast ja auch tatsächlich auch Social Posts gemacht, Youth League, wir kommen und so weiter und so fort. Das ist auch für die ein oder anderen jungen Spieler, die vielleicht zur Eintracht kommen. Und da wird es den einen oder anderen geben, dass die natürlich die Motivation haben, da spiele ich aber auch noch hochklassig. Und Basti, hochklassig hast du mit Sicherheit auch am Samstag gefeiert, denn ich glaube, da wurde viel gefeiert. Basti, wie geht's dir jetzt emotional? Bist du jetzt einigermaßen wieder fit und kannst du das überhaupt realisieren, was jetzt auch passiert ist? Nee, ich glaube, das wird noch ein paar Wochen dauern. Ja. So, diese Implikationen, die ihr gerade angesprochen habt, die sind ja unglaublich wichtig. Du hast von einem Rucksack gesprochen. Du hast jetzt einen geilen Rucksack auf, weil du kannst jetzt im Sommer ganz anders planen. Wahrscheinlich hier gekauft. Ja. Ich glaube, dass die Eintracht auch viele Pläne in der Tasche hatte, die dann sich nicht realisieren hätten lassen, wenn du die Champions League nicht erreicht hättest. Also die Wahrscheinlichkeit war ja in den letzten 3 Spielen schon groß, dass du sagst, ey, es kann sein. Und das ändert natürlich dein ganzes Leben. Das ändert dein Leben im Sommer als Eintracht Frankfurt, weil du ganz anders agieren kannst, als du hättest agieren können, wenn das nicht funktioniert hätte. Du hättest diesen emotionalen Rucksack mitgeschleppt, finanziell hätte es anders ausgesehen und auch was die Perspektive betrifft. Also du kannst einen Spieler ganz anders anrufen, wenn du sagst, Bruder, was geht ab, wir sind Dritter geworden, wir spielen nächstes Jahr Champions League, als wenn du sagst, boah, ist schon geil, Europa League und ein Wettbewerb für die Fans. Ja, genau. Aber ja, ich glaube schon, dass es ein paar Telefonate gegeben hätte, die nicht stattgefunden hätten, wenn du die Champions League nicht erreicht hättest. Du hast jetzt die Premium durch, was? Du kannst halt auch mit den Spielern, die jetzt noch hier sind, vielleicht ganz anders sprechen. Vielleicht bleibt ein Hugo Larsson dann noch mal ein Jahr oder. Also von daher, ich glaube, das war so unglaublich wichtig für das Seelenheil dieses Vereines, dass das nicht baden gegangen ist, sondern das, was Christopher alles angesprochen hat, auch diese Emotionalität, unabhängig von den Finanzen. Dass alle mit einem Grinsen, wir alle, ganz ehrlich, als wir hier mit den Autos wieder zurück nach Frankfurt gekommen sind und die Leute mit dem Zug kamen, du hast wieder diese Stadt gespürt. Überall standen die Leute, in jeder, ich weiß gar nicht, wie viel der Mannschaft. Am Stadion. Am Stadion diese Bilder, die Stadion nach dem Spiel auf dem Feld, die ganzen Bilder, die ich über die ganze Nacht verteilt überall gesehen habe. Malberg. Ohne Kuscheltiere. So, diese Bilder. Und das ist ja genau, was ihr gesagt habt. Das ist ja das, was diesen Verein Eintracht Frankfurt ausmacht, dass du dann nach Frankfurt zurückkommst und alle warten auf dich. So, alle warten auf dich, die ganze Stadt ist auf den Beinen, überall wird gefeiert. Ich weiß nicht, in wie vielen Locations ich am Samstag war. Und ja, ich bin auch noch ein bisschen am Arsch tatsächlich. Ich werde jetzt auch eine Sommerpause brauchen. Aber du hast halt gemerkt, was das mit den Leuten macht und was das den Leuten bedeutet. Und dass trotzdem bei aller Aufgeregtheit, die dieses Umfeld immer hat, die Leute schon einordnen können, wie besonders das ist. Und dass man sich jetzt nicht, nur weil man in den letzten 7 Jahren 6-mal für Europa sich qualifiziert hat, dass da irgendeiner dabei ist, der sagt, oh ja gut, hat geklappt, war ja klar. So nein, die Leute wissen, dass das was absolut Besonderes ist und dass dieser Verein was Besonderes ist und dass das jetzt dadurch ein sehr besonderer Sommer wird, der einen unglaublich gespannt sein lässt auf die nächste Saison, weil wir werden, glaube ich, im Sommer sehr viel zu besprechen haben, mit welcher Mannschaft gegen welchen Gegner man in der Champions League spielt. Das werden wir auf jeden Fall zu besprechen haben. Aber liebe Leute, lasst euch da noch mal ein wenig die Momente gut gehen. Guckt vielleicht in die Highlights noch mal dieses wunderbare Spiel und genießt das erstmal. Weil das, was die nächsten Wochen passiert die nächsten Wochen. Jetzt ist erstmal der Moment des Genießens. Weil es ist, Phil hat es vollkommen richtig gesagt, vielleicht sogar die kleine Meisterschaft. Weil das ist der Platz 3. Wenn wir überlegen, Vater Topmöller hat fast was Herausragendes geschafft. Ich finde tatsächlich, dass Dino Topmöller seine junge Karriere hier schon zu einem großen Teil vergoldet hat. Und wer weiß, wo es noch hinführt. Aber liebe Leute, ich ziehe den Hut und ich sage vielen Dank. Genießt den Moment, ihr Lieben. Ein allerletztes Mal gibt es von uns für euch die Highlights eines Bundesligaspiels in dieser langen Saison mit diesem unfassbaren Happy End. Und was für Highlights sind das bitte? 3 unglaublich wichtige Tore und vor allen Dingen 1 Million tolle Emotionen. Das 3:1 der Eintracht in Freiburg. Nochmal für euch zusammengepackt mit den schönsten Bildern am Ende einer denkwürdigen Saison. Genießt es nochmal mit uns, und zwar hier.